Es war genau 7:10 Uhr morgens. Wie an jedem Dienstag ging Lara mit einem Kaffee in der Hand durch die grauen Straßen der Innenstadt, Kopfhörer in den Ohren, mit einer Instrumental-Playlist im Hintergrund und Gedanken, die zwischen E-Mails und Deadlines hin und her sprangen. Sie war 28 Jahre alt, arbeitete als Marketinganalystin in einem großen Unternehmen und lebte in einer getakteten Routine, ohne Platz für Ablenkungen. Doch an diesem Morgen wurde ihr Fokus plötzlich gestört. An der Kreuzung der Aurora-Straße. Mit der Hauptstraße lag ein Mann auf Pappkartons. Ein ausgemergelter Körper, bedeckt von einer zerrissenen Decke. Die Hände schmutzig und zitternd vor Kälte. Das Gesicht war zum Teil von einem Bart verdeckt, aber es kam ihr seltsam vertraut vor. Sie blieb stehen. In ihr regte sich etwas. Es war nicht nur Mitgefühl, es war eine seltsame Unruhe, als würde dieses Gesicht zu einer Erinnerung gehören, die tief in ihr vergraben war. Sie nahm die Kopfhörer heraus. Die Geräusche der Stadt prallten zurück. Hupen, Schritte, eilige Stimmen. Niemand schaute ihn an, niemand blieb stehen. Lara trat zögernd näher. »Entschuldigen Sie, geht es Ihnen gut?« Der Mann antwortete nicht. Er bewegte nur die Lippen und flüsterte etwas Unverständliches, die Augen geschlossen, und doch rollte eine einzelne Träne über seine Wange. Ein Kloß stieg ihr in den Hals. Sie dachte daran, weiterzugehen. Schließlich war sie spät dran, doch dann machte sie einen Schritt nach vorn. In diesem Moment geschah etwas in ihr, als ob eine unsichtbare Kraft ihr zuflüsterte: »Bleib, kann ich Ihnen helfen? Brauchen Sie etwas?« Er öffnete für einen Moment die Augen. Sie waren blau, tiefblau, genauso wie die Augen ihrer Mutter. Die Ähnlichkeit traf sie wie ein Schlag. »Maria?« flüsterte er. Sie erstarrte. »Wie bitte?« Doch er war bereits wieder bewusstlos. Verwirrt und aufgewühlt rief Lara den Rettungsdienst. Sie setzte sich auf den Gehsteig neben ihn und wartete. Währenddessen versuchte sie, ihre Gedanken zu ordnen. Ihren Vater hatte sie nie kennengelernt. Sie war mit ihrer Mutter Maria Helena aufgewachsen, einer liebevollen und starken Frau, die immer auswich, wenn Lara nach ihm fragte. »Er ging, als du noch klein warst«, war alles, was sie je sagte. Aber was, wenn Stunden später war? Lara im Krankenhaus. Sie hatte den Sanitätern gesagt, sie sei eine Bekannte des Mannes, nur um ihn begleiten zu dürfen. Dort erfuhr sie, er war dehydriert, hatte eine Lungenentzündung und war in kritischem Zustand. Sein Name? Unbekannt. Keine Papiere, keine medizinische Vorgeschichte, ein völliger Niemand. »Wir haben niemanden, den wir benachrichtigen können«, sagte die Krankenschwester. »Er könnte die Nacht nicht überleben.« Lara stand vor der Tür zur Intensivstation. Ihr Herz raste wie im Sprint. Irgendetwas sagte ihr, dass sie nicht einfach gehen konnte. Sie holte sich ein Sandwich aus der Krankenhauscafeteria und fuhr später nach Hause, mit einem Sturm im Kopf. In der Nacht träumte sie von einem Mann mit blauen Augen, der sie im Miesiance Park auf eine Schaukel schob. Sie wachte weinend auf. Am nächsten Tag kehrte sie ins Krankenhaus zurück. Der Mann war noch bewusstlos, doch seine Vitalwerte stabiler. Eine Sozialarbeiterin versuchte mehr über ihn herauszufinden. »Sie sagten, er habe sie Maria genannt«, fragte die Frau. »Ja, meine Mutter heißt Maria Helena. Aber das kann doch nur Zufall sein.« Die Sozialarbeiterin hob eine Augenbraue. »Zufälle sind manchmal getarnte Hinweise des Schicksals.« Lara lachte nervös. Doch dieser Satz sollte sie nicht mehr loslassen. Entschlossen begann sie, alte Unterlagen ihrer Mutter zu durchforsten. Sie fand eine vergilbte Mappe, Fotos, Notizen, Briefe. Einer stach besonders heraus. »Helena, vergib mir. Ich kann nicht bleiben. Meine Welt ist zusammengebrochen und ich will euch nicht mit hineinziehen. Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. Pass gut auf unsere Tochter auf. Sie verdient eine bessere Zukunft. Henrike.« Laras Hände zitterten. Ihr Vater hatte sie also nicht einfach im Stich gelassen. Er war zerbrochen. Und der Mann, der nun auf der Intensivstation um sein Leben kämpfte, war wahrscheinlich genau dieser Henrike. Dieser Brief brannte in Laras Händen wie Feuer. Ihr ganzes Leben lang hatte sie geglaubt, ihr Vater habe sie einfach verlassen, ohne einen triftigen Grund. Doch jetzt ergab alles eine neue Bedeutung. Vielleicht war er vor etwas geflohen, das sie damals nicht hätte verstehen können. An diesem Abend
setzte sie sich mit ihrer Mutter Maria Helena still an den Tisch. Die beiden tranken Tee, wie an jedem Donnerstag, doch die Luft war schwer. Schließlich legte Lara den Brief auf den Tisch. »Warum hast du mir nie erzählt, dass er diesen Brief hinterlassen hat?« Maria sah das Papier an, als hätte sie einen Geist vor sich. Ihre Hände zitterten leicht. Sie atmete tief durch. »Ich wollte dich schützen, mein Schatz. Henrike war ein guter Mann, aber er fiel nach dem Tod seines Bruders und dem Verlust seiner Arbeit in eine tiefe Depression. Und eines Tages war er einfach weg. Ich dachte, es wäre besser, keine falschen Hoffnungen zu wecken.« Laras Augen füllten sich mit Tränen. »Er lebt, Mama. Er ist im Krankenhaus. Ich habe ihn gestern auf der Straße gefunden.« Maria riss die Augen auf. »Was meinst du? Ein Obdachloser, fast tot. Und ich habe nur angehalten, weil ich etwas gespürt habe. Mama, ich schwöre dir, es ist er.« Maria hielt sich, die Hand vor den Mund, um das Schluchzen zu unterdrücken. Gütiger Himmel. 2 Tage später kehrte Lara mit ihrer Mutter ins Krankenhaus zurück. Der Mann war inzwischen bei Bewusstsein, aber noch sehr schwach. Sie betraten das Zimmer vorsichtig. »Henrike?« flüsterte Maria mit brüchiger Stimme. Die blauen Augen wandten sich ihr zu. Für einen Moment blieb sein Blick leer. Dann füllten sich seine Augen mit einer tiefen, schmerzlichen Erkenntnis. »Helena«, hauchte er. Sie nickte, Tränen in den Augen. »Und das ist unsere Tochter.« Lara trat näher an das Bett. Ihr war, als würde die Zeit stehen bleiben. Henrike begann zu weinen. Leise, wie jemand, der 20 Jahre Schuld in sich trägt. »Vergebt mir. Für alles.« Maria nahm seine Hand. »Das Wichtigste ist, dass du jetzt hier bist.« Und Lara nach einem tiefen Atemzug sagte, »Fangen wir von vorn an?« Henrike nickte, unfähig zu sprechen. Henrike blieb noch eine Woche im Krankenhaus. Danach nahm Maria ihn vorübergehend bei sich auf, während Lara versuchte, seine Papiere und Unterlagen wiederherzustellen. Allmählich begann er zu erzählen, wie er sich nach dem Tod seines Bruders und dem Verlust seines Arbeitsplatzes wertlos fühlte. Wie er glaubte, für seine Familie nur noch eine Last zu sein. Und dass er glaubte, sie würden ohne ihn besser dran sein. Aber es verging kein einziger Tag, an dem ich mich nicht verflucht habe dafür. Lara hörte zu, mit einem Herz, das zwischen Wut und Mitleid schwankte. Es war nicht einfach, 2 Jahrzehnte Abwesenheit zu verzeihen, aber ebenso wenig konnte sie die sichtbare Reue in seinem Gesicht ignorieren. Sie beschloss, ihn kennenzulernen, Schritt für Schritt, in kurzen Abendessen, in Gesprächen bei einer Tasse Kaffee, in Geschichten, die stockend erzählt wurden, in bruchstückhaften Erinnerungen, in Blicken, die um Vergebung baten, ohne Worte. Henrike wollte sich ändern. Mit Hilfe von Lara und Maria ließ er sich die Haare schneiden, rasierte sich, bekam einen Termin bei einem Psychologen und wurde in ein soziales Reintegrationsprogramm aufgenommen. Lara postete dezent ein Foto von ihnen dreien in einem Park, ohne viel dazu zu schreiben. Doch die Kommentare überschlugen sich: »Was für eine berührende Geschichte. Das sieht nach einer Seelenverbindung aus. Bitte erzähl mehr. Das geht direkt ins Herz.« Da kam ihr die Idee, die ganze Geschichte als Video zu erzählen. Sie gründete den Kanal »Geschichten, die niemand mehr hört« und veröffentlichte dort die ganze Geschichte, mit Fotos, kurzen Videoclips, Zitaten von Henrike, ihrer Mutter und ihr selbst. Das Video explodierte in nur 3 Tagen. Millionen von Aufrufen. Menschen kommentierten mit eigenen Erlebnissen, Geschichten von Wiedergefundenen, Vätern, verlorenen Brüdern, verpassten Chancen. Und Henrike wurde zum Symbol für Neuanfänge. Er wurde zu Interviews eingeladen, war Teil einer Kampagne zur Unterstützung Obdachloser und begann ehrenamtlich in einer Notunterkunft zu arbeiten. 3 Monate später stand Henrike auf der Bühne einer sozialen Veranstaltung und sprach vor einer Gruppe Jugendlicher. »Ich bin kein Held. Ich bin nur jemand, der eine zweite Chance bekommen hat. Und das nur, weil meine Tochter sich entschlossen hat, stehen zu bleiben, als niemand sonst mich mehr sah.« Lara saß im Publikum und weinte, nicht aus Trauer, sondern aus Stolz. Nach diesem Tag erhielt sie eine Nachricht auf ihrem YouTube-Kanal. »Meine Mutter hat sich bei mir gemeldet, nachdem sie dein Video gesehen hat. Ich dachte, sie hätte mich verlassen, aber jetzt verstehe.« »Ich alles, danke.« Ein anderer Kommentar lautete:
Dein Video hat mir das Leben gerettet, ich wollte aufgeben. Aber wenn Enrique es geschafft hat, dann kann ich das auch. Lara lächelte. Jetzt verstand sie. Diese Entscheidung, an jenem gewöhnlichen Morgen anzuhalten, hatte nicht nur das Leben eines Mannes verändert, sondern das von Tausenden. Henrique lebt heute in einer kleinen Wohnung, ganz in der Nähe von Lara und Maria. Er arbeitet in sozialen Projekten und hält Vorträge an öffentlichen Schulen. Maria lacht wieder mit mehr Leichtigkeit. Und Lara wurde zu einer Stimme für jene, die niemand sieht. Sie nutzt ihren Kanal, um echte Geschichten zu erzählen, Wandel zu inspirieren und zu zeigen, dass jeder Mensch einen Wert hat, auch wenn die Welt ihn längst aufgegeben hat. Und du? Wärst du stehen geblieben? Hast du jemals jemanden wiedergefunden, den du für immer verloren geglaubt hast? Schreib es uns in die Kommentare. Kommentiere unten, was du über diese Geschichte denkst und aus welcher Stadt du uns zusiehst. Lass ein Like da und abonniere unseren Kanal, damit wir gemeinsam eine große Community aufbauen können, die inspirierende Geschichten teilt. Vielen Dank fürs Zuschauen.